Warum kaufen die reichsten Menschen der Welt gerade jetzt Bunker in Neuseeland, private Inseln und unterirdische Festungen in den Alpen? Jeff Bezos hat allein in den letzten 3 Jahren Grundstücke im Wert von über 400 Millionen Dollar in abgelegenen Regionen erworben. Nicht als Ferienhäuser, sondern als vollständig autarke Überlebensanlagen mit eigenem Kraftwerk, Wasseraufbereitung und bewaffnetem Sicherheitspersonal. Elon Musk hat seinen Hauptwohnsitz nach Texas verlegt und gleichzeitig ein unterirdisches Netzwerk in der Nähe von Boca Chica bauen lassen, dessen genaue Funktion bis heute nicht öffentlich bekannt ist. Was wissen diese Männer, was wir nicht wissen? Und wovor genau fliehen die mächtigsten Menschen der Welt? Unter dem südlichen Teil von Neuseeland, in der Region Queenstown, befindet sich ein Bunker, der offiziell nicht existiert. Das Unternehmen Rising S Company aus Texas hat ihn gebaut. 23 Meter unter der Erde, mit Stahlwänden von 30 Zentimetern Dicke, einem Luftfiltersystem gegen biologische und chemische Angriffe und Vorräten für 5 Jahre. Der Eigentümer ist anonym. Der Kaufpreis lag bei 4,5 Millionen Dollar. Rising S Company hat seit 2010 über 700 solcher Anlagen weltweit gebaut. 30% ihrer Kunden sind Milliardäre aus dem Silicon Valley. Und dieser Bunker ist kein Einzelfall. Der Geschäftsführer Gary Lynch sagte in einem Interview mit Bloomberg offen, seine Auftragszahlen haben sich zwischen 2016 und 2019 verfünffacht. Nicht, weil die Welt gefährlicher geworden wäre, sondern weil seine Kunden Informationen haben, die die Öffentlichkeit nicht hat. Das Unternehmen Vivos baut unterirdische Gemeinschaftsbunker in Deutschland, genauer gesagt in einer ehemaligen NATO-Anlage in Rothenstein bei Jena. Der Komplex hat eine Nutzfläche von 2000 Quadratmetern, ist für 100 Personen ausgelegt und kostet pro Schlafplatz zwischen 50.000 und 800.000 $, je nach Ausstattung. Alle Plätze sind seit 2014 ausverkauft. Auf der Warteliste stehen über 3000 Namen, mehrheitlich aus den USA und Großbritannien. In den Vereinigten Staaten hat das Unternehmen Survival Condo einen ehemaligen Raketensilo der Luftwaffe in Kansas umgebaut. Der Silo liegt 15 Stockwerke tief unter der Erde. Er hat einen Kinosaal, ein Fitnessstudio, einen Hydroponikgarten, der Nahrung für alle Bewohner über 5 Jahre produziert, und eine Schule für Kinder. Die 15 Wohneinheiten wurden für je 3 Millionen Dollar verkauft. Alle innerhalb von weniger als 18 Monaten. Der Entwickler Larry Hall sagt, seine Käufer kommen aus dem Finanzsektor, der Technologiebranche und der Politik. Namen nennt er nicht. Das Auffälligste an diesen Projekten ist nicht die Technologie. Es ist das Timing. Die größte Welle an Bunkerkäufen und Bauten begann nicht nach dem 11. September 2001 und nicht nach der Finanzkrise 2008. Sie begann exakt in den Jahren 2017 und 2018. Als Algorithmen an den Finanzmärkten erstmals autonom ohne menschliche Aufsicht handelten, als KI-Systeme in militärischen Entscheidungsprozessen eingesetzt wurden und als mehrere Regierungen gleichzeitig ihre nationalen Notfallpläne aktualisierten. In Neuseeland hat die Regierung das Einwanderungsgesetz 2018 so geändert, dass Ausländer keine landwirtschaftlichen Flächen über 5 Hektar mehr kaufen dürfen. Der Grund, offiziell genannt, Schutz nationaler Ressourcen. Der tatsächliche Auslöser: zwischen 2015 und 2017 haben amerikanische Milliardäre so viele Grundstücke in Neuseeland gekauft, dass lokale Behörden Alarm schlugen. Peter Thiel bekam die neuseeländische Staatsbürgerschaft in 12 Tagen, ein Prozess, der normalerweise 5 Jahre dauert. Eine vollständig autarke Farm mit eigenem Kraftwerk und Wasserreservoir. Er hat auf der Südinsel ein Anwesen von 400 Hektar, kein Ferienhaus. Was diese Bunker verbindet, ist ein Detail, das in keiner Werbebroschüre steht. Alle haben Systeme zur elektromagnetischen Abschirmung, sogenannte Faraday-Käfige, die elektronische Geräte vor einem EMP-Angriff schützen, einem elektromagnetischen Impuls, der die gesamte Infrastruktur eines Landes in Sekunden lahmlegen kann. Kein privater Käufer, der einfach Angst vor einem Sturm hat, bezahlt für einen Faraday-Käfig. Das ist Ausrüstung für ein Szenario, in dem die Zivilisation aufhört zu funktionieren. Im März 2019 trafen sich auf einem privaten Anwesen in Sonoma County, Kalifornien, 27 der reichsten Menschen der Welt. Kein Pressefoto, keine offizielle Agenda, keine Teilnehmerliste. Das Treffen wurde nur bekannt, weil ein Sicherheitsmitarbeiter später einem Journalisten des New Yorker davon erzählte. Thema des Treffens: Was passiert mit privatem Vermögen, wenn staatliche Systeme kollabieren? Reid Hoffman, Mitgründer von LinkedIn, beschrieb dieses Phänomen in einem Interview als Insurance-Denken. Nein, er nannte es direkt beim Namen:
Apokalypse-Versicherung. Er sagte, mehr als die Hälfte seiner Bekannten aus dem Silicon Valley hätten irgendeine Form von Notfallplan. Nicht aus Panik, sondern als rationale Risikoabsicherung. Genau wie ein Unternehmen eine Feuerversicherung kauft, ohne zu erwarten, dass es brennt. Was Hoffmann nicht sagte, aber was aus den Handlungen seiner Kollegen ablesbar ist: Diese Pläne werden nicht für kleine Krisen gebaut. Ein Sturm, eine Rezession, selbst eine Pandemie rechtfertigen keine Bunker mit 5-jährigen Lebensmittelvorräten und bewaffneten Wachleuten. Die Szenarien, für die diese Anlagen gebaut werden, haben einen anderen Namen. Und der wird in diesen Kreisen nur hinter geschlossenen Türen ausgesprochen. Sam Altman, Chef von OpenAI, hat in einem Interview mit dem New Yorker zugegeben, dass er mit Peter Thiel eine Vereinbarung getroffen hat. Im Fall eines katastrophalen Zusammenbruchs der Gesellschaft fliegen beide nach Thiels Anwesen in Neuseeland. Altman ergänzte, er habe außerdem Schusswaffen, Gold- und Kaliumjodid-Tabletten gegen radioaktiven Fallout gelagert. Das ist kein Gerücht, das sind seine eigenen Worte, gedruckt im New Yorker im Januar 2018. Gleichzeitig hat eine Gruppe von Hedgefondsmanagern in den Jahren 2017 bis 2019 begonnen, systematisch Ackerland in Argentinien, Uruguay und Neuseeland zu kaufen. Nicht als Investition. Diese Länder haben 3 gemeinsame Merkmale. Sie liegen auf der Südhalbkugel, weit entfernt von den größten Ballungsräumen der Welt, und sie haben geringe Bevölkerungsdichten mit stabilen Wasserreserven. Das sind keine zufälligen Kriterien, das ist eine Checkliste für Regionen, die einen globalen Kollaps überleben können. Der Milliardär Tim Chang vom Venture Capital Unternehmen Mayfield Fund sagte in einem Gespräch, das später transkribiert wurde: Es gibt eine wachsende Unterströmung des Denkens. Was ist, wenn alles auseinanderfällt? Chang selbst hat einen Notfallplan, der einen Rückzug aus der San Francisco Bay Area innerhalb von Stunden ermöglicht. Fahrtrouten, Treibstoffdepots, Treffpunkte für die Familie, alles vorbereitet. Das Unternehmen Galtz Gulch Chile, benannt nach dem Zufluchtsort in Ayn Rands Roman Atlas Shrugged, versuchte zwischen 2011 und 2014, eine vollständige Privatstadt für wohlhabende Aussteiger in den chilenischen Anden zu bauen. Das Projekt scheiterte an internen Betrügereien, aber über 2000 Menschen hatten bereits Grundstücke reserviert. Die Mehrzahl kam aus den USA und Kanada, viele aus dem Technologiesektor. Das Bemerkenswerte ist nicht, dass einzelne Exzentriker sich auf das Ende der Welt vorbereiten. Das gab es immer. Das Bemerkenswerte ist, dass es sich um die Gründer und Führungskräfte der Unternehmen handelt, die die digitale Infrastruktur der Welt kontrollieren. Die Menschen, die am besten verstehen, wie fragil vernetzte Systeme sind, weil sie diese Systeme gebaut haben. Sie packen Koffer, und sie tun es still, koordiniert und mit dem Geld, das nötig ist, um es ernsthaft zu meinen. Im Februar 2014 hielt Douglas Rushkoff, Medientheoretiker und Autor, einen Vortrag vor einer kleinen Gruppe von Investoren in New York. Er hatte erwartet, über die Zukunft der Technologie zu sprechen. Stattdessen stellten ihm 5 Hedgefondsmanager nur eine einzige Frage, immer wieder in verschiedenen Formulierungen: Welche Region der Welt wird am längsten stabil bleiben? Rushkoff schrieb darüber in seinem Buch Survival of the Richest und nannte es das verstörendste Gespräch seiner Karriere. Diese Männer verwalteten zusammen über 100 Milliarden $, und sie wollten wissen, wohin sie fliehen sollen. Was genau fürchten sie? Die Antwort ist nicht eine einzige Katastrophe. Es ist eine Kombination aus 5 Szenarien, die Risikoanalysten in privaten Berichten als konvergierende Bedrohungen bezeichnen. Das erste Szenario ist der Zusammenbruch des Stromsystems durch einen gezielten Cyberangriff oder einen EMP-Impuls. Das US-Energieministerium hat in einem internen Bericht aus 2019 festgestellt, dass ein koordinierter Angriff auf 9 strategische Umspannwerke in den USA das gesamte Stromnetz für bis zu 18 Monate lahmlegen könnte. Ohne Strom kein Wasser, kein Essen in den Supermärkten, keine Kommunikation. Studien des amerikanischen Elektrizitätsverbands schätzen, dass innerhalb von 30 Tagen nach einem vollständigen Stromausfall bis zu 90% der Bevölkerung in betroffenen Gebieten sterben würden. Durch Hunger, Dehydrierung und den Zusammenbruch medizinischer Versorgung. Das zweite Szenario ist eine synthetische Pandemie. Nicht eine natürlich entstandene Krankheit wie Covid-19, sondern ein im Labor konstruierter Erreger, der gezielt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen wirkt. Die Technologie dafür, sogenanntes Gain-of-Function Engineering,
ist seit 2010 in mehreren Laboren weltweit verfügbar. Der Biologe und Risikoanalyst Toby Ord von der Universität Oxford schätzt die Wahrscheinlichkeit einer durch Biotechnologie verursachten Zivilisationskatastrophe im 21. Jahrhundert auf 30%. Das dritte Szenario ist das, worüber Sam Altman am wenigsten sprechen will, obwohl er es täglich baut. Eine künstliche Intelligenz, die außer Kontrolle gerät. Nicht im Science-Fiction-Sinne von Robotern, die Menschen angreifen, sondern im technischen Sinne eines Systems, das Ziele optimiert, die mit menschlichem Überleben nicht kompatibel sind. Geoffrey Hinton, der als Vater der modernen KI gilt, hat im Mai 2043 seine Stelle bei Google gekündigt, ausschließlich um ungehindert vor dieser Gefahr warnen zu können. Er schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass KI die Kontrolle über kritische Infrastruktur übernimmt, innerhalb der nächsten 30 Jahre auf 10 bis 20%. Das vierte Szenario ist sozialer Kollaps durch extreme wirtschaftliche Ungleichheit. Das Weltwirtschaftsforum hat in seinem Risikobericht 2024 soziale Polarisierung als das zweitgrößte globale Risiko innerhalb der nächsten 2 Jahre eingestuft. In den USA besitzen die reichsten 1% der Bevölkerung mehr Vermögen als die unteren 90% zusammen. Historisch hat jede Gesellschaft, die diesen Grad an Ungleichheit erreicht hat, entweder eine Revolution oder einen staatlichen Kollaps erlebt. Ohne Ausnahme. Das fünfte Szenario ist das konkreteste und wird am seltensten öffentlich diskutiert. Der Aufstand der Bevölkerung gegen die Superreichen selbst. Mehrere Sicherheitsberater von Milliardären haben anonym bestätigt, dass ihre Klienten explizit Schutzpläne gegen organisierte Gewalt durch arme Bevölkerungsgruppen entwickeln. Ein ehemaliger Leibwächter eines Tech-Milliardärs sagte der Zeitung Guardian, sein Arbeitgeber habe ihn direkt gefragt, wie lange er loyal bliebe, wenn er nicht mehr bezahlt werden könnte, und wie man Loyalität in einer Welt ohne Geld sicherstellt. Diese 5 Szenarien erklären die Bunker, die Inseln, das Ackerland und die Fluchtwege. Sie erklären auch, warum die Vorbereitungen so still ablaufen. Wer öffentlich zugibt, dass er das System für instabil hält, das ihm seinen Reichtum gegeben hat, riskiert genau die Panik, die er fürchtet. Ein Bunker kostet $3 Millionen. Ein Privatjet kostet 20 Millionen. Ein Anwesen in Neuseeland kostet 50 Millionen. Aber keines dieser Dinge löst das grundlegende Problem, das alle Milliardäre in ihren Notfallplänen früher oder später erkennen. Geld funktioniert nur, solange andere Menschen bereit sind, es anzunehmen. Wenn selbst Milliardäre ein kleines Stückchen Erde für sich beanspruchen, sollten wir dann nicht auch einen Blick auf die Zukunft werfen? Auf playprofi.com findest du alle beliebten KI-Tools unter einem Dach und das Beste. Heute gibt's bei der Registrierung 500 Token gratis. Schau einfach in die Beschreibung. Douglas Rushkoff beschrieb genau diesen Moment in seinem Gespräch mit den 5 Hedgefondsmanagern. Einer von ihnen fragte ihn direkt, wie bezahlt man Sicherheitspersonal, wenn Geld wertlos geworden ist? Mit Gold? Mit Lebensmitteln? Der Mann verwaltete 18 Milliarden Dollar. Und er wusste nicht, wie er 20 bewaffnete Männer loyal halten sollte, wenn das System kollabiert, das Loyalität durch Gehalt kauft. Das ist das Paradox, das in keinem Bunkerprospekt steht. Die reichsten Menschen der Welt haben ihre Macht durch Systeme aufgebaut. Finanzsysteme, Rechtssysteme, staatliche Schutzstrukturen. In dem Moment, in dem diese Systeme versagen, verschwindet auch die Grundlage ihrer Macht. Ein Milliardär ohne funktionierendes Bankensystem ist ein Mann mit vielen Papieren und Zahlen auf einem Bildschirm, der keinen Strom mehr hat. Die praktischen Probleme beginnen bereits vor dem Kollaps. Im März 2024 berichtete die Financial Times, dass mehrere Ultra-High-Net-Worth-Individuen, so nennen Banken Kunden mit über 30 Millionen Dollar Vermögen, begonnen haben, physisches Gold in privaten Tresoren außerhalb des Bankensystems zu lagern. Nicht in kleinen Mengen, in Mengen von mehreren Tonnen. Der Grund? Im Fall eines Bankensystemzusammenbruchs sind digitale Vermögenswerte sofort wertlos. Gold ist es nicht, aber Gold hat ein praktisches Problem. Es wiegt viel. Eine Tonne Gold hat einen Wert von etwa 60 Millionen Dollar und sie wiegt 1000 Kilogramm. Wer mit einer Tonne Gold fliehen will, braucht ein Flugzeug, einen Piloten, einen Landeplatz und Menschen, die das Gold bewachen. All das erfordert Koordination. Und Koordination erfordert Vertrauen. In einer Welt ohne funktionierende Institutionen ist Vertrauen die knappste Ressource. Mehrere Überlebensstrategen, die wohlhabende Klienten beraten, haben unabhängig voneinander dasselbe Konzept entwickelt. Die sogenannte Skill Economy. Statt Geld oder Gold soll der Milliardär Fähigkeiten und Wissen anhäufen.
oder Menschen um sich scharen, die diese Fähigkeiten haben. Ein Arzt ist wertvoller als ein Banker. Ein Ingenieur, der Solaranlagen warten kann, ist wertvoller als ein Hedgefondsmanager. Ein Bauer, der weiß, wie man Getreide anbaut, ist wertvoller als ein Venture Capital Investor. Das führt zu einem Phänomen, das Soziologen als Feudalisierung der Apokalypse bezeichnen. Milliardäre bauen keine Gemeinschaften. Sie bauen Hierarchien. Im Zentrum steht der Milliardär mit den Ressourcen, dem Bunker, dem Land, den Vorräten. Um ihn herum Sicherheitspersonal, Techniker, Mediziner, Landwirte, alle abhängig vom Milliardär, alle austauschbar, wenn sie nicht funktionieren. Es ist das mittelalterliche Feudalsystem. Neu gebaut mit Silicon Valley-Kapital. Das Unternehmen Oppidum in Tschechien baut Bunker, die explizit als unterirdische Residenzen vermarktet werden, mit Weinkeller, Kunstgalerie und Wellnessbereich. Der teuerste Komplex kostet über $1 Milliarde und bietet Platz für eine Gemeinschaft von bis zu 3 Generationen einer Familie. Der Marketingdirektor sagte in einem Interview, seine Kunden wollen nicht überleben. Sie wollen gut überleben. Der Unterschied zu einem normalen Bunker. Dieser hier hat einen Innenarchitekten aus Mailand. Aber selbst Oppidum hat das grundlegende Problem nicht gelöst. Der Komplex benötigt konstante Wartung durch Techniker. Er benötigt Treibstoff für die Generatoren. Er benötigt Ersatzteile für die Luftfiltersysteme. All das kommt von außen, aus einer Lieferkette, die im Kollapsfall nicht mehr existiert. Der Milliardär im Bunker ist am Ende abhängig von denselben globalen Systemen, vor denen er sich schützen wollte. Er hat sie nur um 5 Jahre verzögert. Zwischen 2018 und 2024 hat sich der Markt für private Inseln weltweit verdreifacht. Das Maklerunternehmen Private Islands Inc. verzeichnete in 2021 den höchsten Umsatz seiner Geschichte, 3-mal so hoch wie im Durchschnitt der vorherigen 10 Jahre. Die Käufer kommen nicht aus der Unterhaltungsindustrie wie früher, sie kommen aus dem Technologiesektor, dem Finanzbereich und der Pharmaindustrie. Larry Ellison, Gründer von Oracle und drittreichster Mensch der Welt, hat 99% der hawaiianischen Insel Lanai gekauft. Eine Fläche von 300 Quadratkilometern mit 3000 Einwohnern, eigenem Wasserreservat, landwirtschaftlichen Flächen und einem Flughafen. Er hat seit 2012 über $500 Millionen in die Infrastruktur der Insel investiert, in Solarenergie, Wasseraufbereitung und nachhaltige Landwirtschaft. Offiziell ist es ein Nachhaltigkeitsprojekt. Tatsächlich ist Lanai eine vollständig autarke Einheit, die unabhängig vom amerikanischen Festland funktionieren kann. Jeff Bezos hat in den letzten 5 Jahren mindestens 4 Grundstücke auf Inseln oder in Küstenregionen erworben, die nur per Boot oder Flugzeug erreichbar sind. Sein Anwesen auf den Galapagos-Inseln ist nicht öffentlich bestätigt, aber von mehreren ecuadorianischen Immobilienmaklern dokumentiert worden. Die Galapagos liegen über 1000 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt, haben ein stabiles Klima und sind durch ihre geografische Isolation natürlich geschützt. Mark Zuckerberg hat auf der hawaiianischen Insel Kauai ein Anwesen von über 500 Hektar gekauft und baut dort seit 2018 eine unterirdische Bunkeranlage mit einer Fläche von über 1200 Quadratmetern. Die Baugenehmigungsunterlagen, die durch ein Informationsfreiheitsgesetz öffentlich wurden, zeigen Zitadellenmauern aus Beton, ein unabhängiges Energiesystem und Vorratskammern für Langzeitlagerung. Die Anlage hat einen eigenen Hubschrauberlandeplatz und ist mit einem Unterwasserkommunikationskabel mit dem Festland verbunden. Einem Kabel, das auch dann funktioniert, wenn das öffentliche Internet ausgefallen ist. Die Logik hinter Inseln ist dieselbe wie hinter Neuseeland, aber radikaler. Eine Insel hat natürliche Grenzen, die keine Mauer replizieren kann. Das Meer ist die Barriere, und es kostet nichts, es zu unterhalten. Wer keine Boote hat, kommt nicht raus. Das ist das erste Prinzip des Insel-Survivalism. Kontrolle über den Zugang. Das zweite Prinzip ist Autarkie. Die attraktivsten Inseln für Milliardäre haben 3 Eigenschaften: ausreichend Süßwasser durch natürliche Quellen oder Regenwasser, fruchtbaren Boden für Landwirtschaft und ein Klima, das ganzjährige Nahrungsproduktion erlaubt. Die Karibik erfüllt diese Kriterien teilweise, aber sie liegt im Hurrikangürtel. Neuseeland und Hawaii sind stabiler. Die Azoren werden seit 2019 verstärkt von europäischen Vermögenden als Rückzugsort gekauft. Richard Branson besitzt die Necker Island in der Karibik seit 1981, lange bevor Inselkäufe als Überlebensstrategie galten. Aber er hat die Insel in den letzten 10 Jahren systematisch auf Selbstversorgung umgerüstet. 100% des Stroms kommen von Solar- und Windenergie. Die Insel produziert einen erheblichen Teil ihrer eigenen Nahrung. Branson hat in Interviews mehrfach gesagt, Necker Island sei sein Plan B, ohne genau zu erklären, wofür. Das Maklerunternehmen Vladi Private Islands mit Sitz in Hamburg, das seit 1970 private Inseln vermittelt,
berichtet, dass Anfragen seit 2019 um 240% gestiegen sind. Geschäftsführer Fahad Vladi sagte der Deutschen Welle, seine Kunden fragen heute nicht mehr nach Luxus, sie fragen nach Trinkwasser, Anbaufläche und Entfernung vom nächsten Ballungsraum. Das sind keine Ferienhausanfragen, das sind Überlebenskriterien. Was alle diese Käufe verbindet, ist eine geografische Logik, die Risikoanalysten als Distanzprinzip bezeichnen. Je weiter ein Rückzugsort von großen Städten entfernt ist, desto länger dauert es, bis soziale Unruhen ihn erreichen. Eine Insel 30 Kilometer vor der Küste ist sicherer als ein Bunker unter einem Vorort. Eine Insel 1000 Kilometer vom Festland entfernt ist sicherer als eine 30 Kilometer entfernte. Die Milliardäre kaufen nicht einfach Inseln, sie kaufen Zeit. Als Mark Zuckerbergs Baugenehmigungsunterlagen für sein Kauai-Anwesen im Sommer 2043 öffentlich wurden, reagierte sein Sprecher mit einer einzigen Erklärung. Es handle sich um ein privates Familienprojekt. Keine weiteren Details. Keine Erklärung für die Betonzitadellen, die unterirdischen Kammern oder das unabhängige Energiesystem. Die Strategie ist dieselbe, die alle Milliardäre in dieser Situation anwenden. Schweigen, minimale Erklärung, Themenwechsel. Diese Kommunikationsstrategie hat einen Namen in den PR-Kreisen, die für Ultrareiche arbeiten. Narrative Kontrolle durch Abwesenheit. Wer nichts sagt, gibt nichts preis. Wer nichts preisgibt, erzeugt keine Panik. Und Panik ist das Letzte, was ein Milliardär gebrauchen kann, der gerade still seinen Rückzugsort aufbaut. Die Verschleierung beginnt bereits bei den Firmenkonstruktionen. Keiner der großen Bunker- und Inselkäufe läuft direkt auf den Namen des Milliardärs. Sie laufen über Holdinggesellschaften, Trusts und Briefkastenfirmen in Delaware, den Cayman Islands oder Luxemburg. Peter Thiels Grundstück in Neuseeland wurde über eine neuseeländische Gesellschaft namens Broughton Pastoral Limited gekauft. Ein Name, der in keiner Weise auf Thiel hinweist. Die Verbindung wurde erst durch investigative Recherchen des neuseeländischen Nachrichtenmagazins Stuff aufgedeckt. Zuckerbergs Kauai-Anwesen läuft über eine Gesellschaft namens Kauai Farms LLC. Bezos kauft Grundstücke über Dutzende verschiedene Holdingstrukturen, die alle auf verschiedene Anwaltskanzleien in verschiedenen Bundesstaaten registriert sind. Die Verschleierung ist so systematisch, dass Immobilienjournalisten spezielle Datenbanktools entwickelt haben, um die wahren Eigentümer hinter diesen Strukturen zu identifizieren. Aber die Verschleierung geht tiefer als Firmennamen. Sie betrifft auch die Narrative, die öffentlich kommuniziert werden. Larry Ellisons Investitionen auf Lanai werden konsequent als Nachhaltigkeitsexperiment und grüne Utopie geframed. Zuckerbergs Kauai-Projekt heißt in offiziellen Statements Landwirtschaftliches Gemeinschaftsprojekt. Das Branson's Necker Island ist Öko-Resort. Die Sprache der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes dient als perfekte Tarnung für Autarkie-Projekte, weil Autarkie und Nachhaltigkeit dieselben technischen Merkmale haben. Solarenergie, Wasseraufbereitung, lokale Nahrungsproduktion. Ein ehemaliger Kommunikationsberater, der für mehrere Silicon Valley-Milliardäre gearbeitet hat und anonym bleiben wollte, beschrieb gegenüber dem Magazin Wired die interne Anweisung so: Niemals das Wort Bunker verwenden. Niemals über Überlebensszenarien sprechen. Wenn gefragt, immer auf Nachhaltigkeit, Familie und Privatsphäre verweisen. Und niemals, unter keinen Umständen, den wahren Umfang der Sicherheitsinstallationen bestätigen. Diese Strategie funktioniert, weil Medien und Öffentlichkeit eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Als Zuckerbergs Baugenehmigungen Schlagzeilen machten, dauerte der Nachrichtenzyklus 4 Tage. Dann kam das nächste Thema. Der Bau geht weiter. Was die Verschleierung besonders effektiv macht, ist ein psychologischer Mechanismus, den Soziologen als Normalcy Bias bezeichnen. Die menschliche Tendenz, Informationen, die das eigene Weltbild bedrohen, zu ignorieren oder umzudeuten. Wenn ein Milliardär einen Bunker baut, denken die meisten Menschen, das ist Exzentrik, das ist Luxus, das ist Paranoia. Die Möglichkeit, dass es eine rationale Reaktion auf reale Informationen sein könnte, wird automatisch ausgeblendet. Genau diesen Mechanismus nutzen die Berater der Superreichen. Sie wissen, dass die Wahrheit sichtbar ist, in den Baugenehmigungen, in den Firmenregistern, in den Grundbüchern. Aber sie wissen auch, dass die meisten Menschen die Wahrheit nicht sehen wollen. Und die wenigen, die sie sehen, werden als Verschwörungstheoretiker abgetan. Das System schützt sich selbst. Nicht durch Geheimhaltung, sondern durch die kollektive Weigerung, das Offensichtliche ernst zu nehmen. Die Weltbank hat in ihrem Bericht vom Oktober 2043 festgestellt, dass 53 Länder gleichzeitig unter dem Niveau der Schuldentragfähigkeit operieren.
mehr als je zuvor in der Geschichte der Institution. Das bedeutet konkret, diese Länder geben mehr für Schuldzinsen aus als für Bildung, Gesundheit und Infrastruktur zusammen. Der Bericht wurde auf Seite 40 des Anhangs veröffentlicht. Keine Pressekonferenz, keine Schlagzeilen. Die Zeichen eines näherkommenden systemischen Kollaps sind nicht versteckt. Sie sind öffentlich zugänglich, in Datenbankberichten, wissenschaftlichen Studien und Regierungsdokumenten. Das Problem ist nicht fehlende Information. Es ist fehlende Aggregation. Niemand fügt die Datenpunkte zusammen, weil das Gesamtbild zu beunruhigend ist. Der erste Datenpunkt: Die globale Privatverschuldung hat im Jahr 2043 300% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts überschritten. Das ist ein historischer Rekord. Zum Vergleich: Vor der großen Depression von 1929 lag diese Quote bei 80%. Vor der Finanzkrise 2008 bei 250%. Jedes Mal, wenn diese Quote ein neues Rekordhoch erreicht hat, folgte innerhalb von 3 bis 7 Jahren ein schwerer wirtschaftlicher Einbruch. Der zweite Datenpunkt: Die globalen Süßwasserreserven schrumpfen schneller als je zuvor gemessen. Der Weltwasserbericht der Vereinten Nationen aus 2043 stellt fest, dass 40% der Weltbevölkerung bis 2030 unter ernstem Wasserstress leben werden. Aquifere, unterirdische Wasserreservoirs, die Jahrtausende zur Füllung brauchen, werden in Pakistan, Indien, Nordafrika und dem amerikanischen Mittleren Westen in einem Tempo abgepumpt, das ihre natürliche Erneuerungsrate um das 50-fache übersteigt. Wenn diese Aquifere leer sind, sind sie leer. Für immer. Der dritte Datenpunkt: Die Biodiversität kollabiert in einem Tempo, das Wissenschaftler als 6. Massenaussterben der Erdgeschichte bezeichnen. Das ist keine Metapher. Das Leibniz-Institut für Evolutionsbiologie hat 2043 dokumentiert, dass die Biomasse fliegender Insekten in Deutschland seit 1990 um 77% zurückgegangen ist. Ohne Insekten keine Bestäubung. Ohne Bestäubung keine Landwirtschaft. Die Nahrungskette, die 8 Milliarden Menschen ernährt, hängt an Tieren, die kleiner als ein Fingernagel sind. Der vierte Datenpunkt ist geopolitisch. Seit 2010 hat die Zahl aktiver bewaffneter Konflikte weltweit um 60% zugenommen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI verzeichnet für 2043 die höchste Anzahl gleichzeitiger Konflikte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Gleichzeitig haben 9 Länder Atomwaffen und 3 davon, Russland, Pakistan und Nordkorea, haben in den letzten 5 Jahren ihre nuklearen Einsatzdoktrinen so geändert, dass ein Ersteinsatz unter bestimmten Bedingungen explizit als Option beschrieben wird. Der fünfte Datenpunkt betrifft die sozialen Medien und politische Stabilität. Eine Studie der Universität Oxford aus 2022 hat dokumentiert, dass in 28 Ländern staatliche oder private Akteure systematisch KI-gestützte Desinformationskampagnen betreiben. Die Fähigkeit demokratischer Gesellschaften zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, wird gezielt und systematisch zerstört. Eine Gesellschaft, die keine gemeinsame Realität mehr hat, kann keine kollektiven Probleme mehr lösen. Diese 5 Datenpunkte konvergieren. Das ist der Punkt, den Risikoanalysten in privaten Berichten immer wieder betonen. Nicht ein einzelnes Ereignis wird den Kollaps auslösen. Es wird die gleichzeitige Überlastung mehrerer Systeme sein. Wirtschaftlich, ökologisch, geopolitisch, informationstechnisch. Jedes System hat eine Toleranzschwelle. Wenn mehrere Systeme gleichzeitig ihre Schwelle überschreiten, verstärken sie sich gegenseitig in einem Prozess, den Systemtheoretiker als kaskadierendes Versagen bezeichnen. Das Münchner Rückversicherungsunternehmen Munich Re, das Unternehmen, das die Risiken der Welt versichert und damit ein ökonomisches Interesse an präziser Risikoeinschätzung hat in seinem internen Risikobericht 2043 erstmals die Kategorie systemischer Zivilisationskollaps als versicherungsmathematisch relevantes Szenario aufgenommen. Das bedeutet, die Versicherungsmathematiker von Munich Re halten dieses Szenario für wahrscheinlich genug, um es in Berechnungen einzubeziehen. Wenn die Menschen, die beruflich Risiken berechnen, anfangen, den Kollaps einzupreisen, dann ist der Kollaps kein Randgedanke mehr. Im Jahr 2019 hat das Weltwirtschaftsforum in Davos eine geschlossene Sitzung abgehalten, zu der nur Teilnehmer mit einem persönlichen Nettovermögen von über $1 Milliarde oder einer Regierungsposition auf Ministerebene zugelassen wurden. Das Thema der Sitzung wurde nicht veröffentlicht, aber 3 Teilnehmer haben unabhängig voneinander gegenüber Journalisten bestätigt, dass es um ein einziges Dokument ging, einen Bericht eines privaten Analyseunternehmens namens Macro Advisory Partners,
das für mehrere Regierungen und Staatsfonds arbeitet. Der Bericht trug den Titel Convergence Risk 2030 und beschrieb ein Szenario, in dem mehrere globale Systeme gleichzeitig zwischen 2028 und 2033 unter kritischen Stress geraten. Der Inhalt dieses Berichts ist nie vollständig öffentlich geworden, aber Fragmente, die durch verschiedene Quellen durchgesickert sind, zeichnen ein konkretes Bild. Der Bericht identifizierte 3 Haupttrigger. Erstens eine globale Wasserknappheit, die bis 2030 zu militärischen Konflikten zwischen mindestens 4 Nuklearmächten führen würde. Indien, Pakistan, China und Russland konkurrieren alle um dieselben schwindenden Himalaya-Gletscher, die 7 der größten Flüsse Asiens speisen. Zweitens eine KI-gestützte Automatisierungswelle, die bis 2027 30% aller Arbeitsplätze in Industrieländern eliminieren würde, schneller als jede historische Wirtschaftstransformation und schneller als Sozialsysteme adaptieren können. Drittens ein Zusammenbruch der politischen Legitimität in westlichen Demokratien durch systematische Desinformation, der staatliche Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten auf ein Minimum reduzieren würde. Die Reaktion der Anwesenden in Davos, so beschrieben es die 3 Quellen übereinstimmend, war keine Debatte über Lösungen. Es war eine Debatte über persönliche Vorbereitung. Wer hat die besten Rückzugsorte? Welche Länder werden am stabilsten bleiben? Wie schützt man Vermögen in einer Welt ohne funktionierendes Finanzsystem? Das ist der Kern dessen, was die Milliardäre wissen oder glauben zu wissen. Sie haben Zugang zu Analysen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Sie bezahlen Teams von Risikoanalysten, Geopolitikexperten und Klimawissenschaftlern, die ausschließlich für sie arbeiten. Ihre Informationsbasis ist fundamental anders als die der Öffentlichkeit, nicht weil die Informationen geheim sind, sondern weil die Ressourcen für ihre Aggregation und Analyse fehlen. Elon Musk hat diesen Informationsvorteil in einem Tweet im September 2043 unbeabsichtigt sichtbar gemacht. Er schrieb: Die Wahrscheinlichkeit eines zivilisatorischen Rückschlags in den nächsten 20 Jahren ist höher, als die meisten Menschen denken. Auf Nachfrage eines Journalisten, was er damit meine, antwortete er nicht. Der Tweet blieb stehen. Sam Altman hat in einem Interview mit dem Magazin The Atlantic gesagt, er denke täglich darüber nach, dass die KI-Systeme, die er baut, das Ende der menschlichen Arbeit bedeuten könnten und dass er keine befriedigende Antwort auf die Frage habe, was mit den Menschen passiert, die dadurch ihre wirtschaftliche Grundlage verlieren. Er baut trotzdem weiter. Und er hat seinen Bunkerplan. Der ehemalige Google-Ingenieur und KI-Forscher Paul Christiano hat in einem öffentlichen Interview im März 2024 gesagt, er schätze die Wahrscheinlichkeit, dass KI-Entwicklung zu einem Ergebnis führt, das für Menschen sehr schlecht oder katastrophal ist, auf 15 bis 25%. Er definierte sehr schlecht als den Tod von über 1 Milliarde Menschen. 15% ist die statistische Wahrscheinlichkeit, beim russischen Roulette mit einer Pistole mit 7 Kammern zu sterben. Was die Milliardäre wissen, ist kein einzelnes Geheimnis. Es ist die Summe aus Tausenden von Datenpunkten, die alle in dieselbe Richtung zeigen und die Bereitschaft, diese Richtung ernst zu nehmen, anstatt sie wegzurationalisieren. Sie haben die Ressourcen, um zu handeln, wo normale Menschen nur denken können. Und sie handeln. Seit Jahren. Koordiniert. Still. Das eigentlich Schockierende ist nicht, dass sie Bunker bauen. Das Schockierende ist, dass die Menschen, die am besten verstehen, wie die Welt funktioniert, die Gründer der Systeme, auf die wir alle angewiesen sind, offenbar nicht glauben, dass diese Systeme überleben werden. Die Frage, die am Anfang stand, war einfach: Wovor fliehen die reichsten Menschen der Welt? Die Antwort ist jetzt klar, und sie ist unbequemer als jede Verschwörungstheorie, weil sie keine Theorie ist. Sie ist die logische Schlussfolgerung aus öffentlich zugänglichen Daten, privaten Dokumenten und den Handlungen von Menschen, die genug Geld haben, um ihre Überzeugungen in Beton und Stahl zu gießen. Sie fliehen nicht vor einem einzelnen Ereignis, sie fliehen vor einer Richtung. Was bleibt, ist die Frage, die Rushkoff den 5 Hedgefondsmanagern in New York hätte stellen sollen und die er in seinem Buch als die einzig relevante bezeichnet. Was nützt ein Bunker, wenn die Welt außerhalb des Bunkers zerstört ist? Was nützt eine Insel, wenn die Ozeane steigen? Was nützt Gold, wenn niemand mehr etwas zu verkaufen hat? Die Milliardäre haben eine Antwort auf diese Frage. Sie lautet 5 Jahre. Sie kaufen sich 5 Jahre, in der Hoffnung, dass sich in 5 Jahren etwas stabilisiert, neu ordnet oder neu aufbaut. Es ist keine Lösung, es ist ein Aufschub. Aber hier ist der Datenpunkt, der am Ende bleibt. Der Fakt,
der schwerer zu ignorieren ist als alle anderen. Die Bundesregierung der Vereinigten Staaten hat im Jahr 2021 das Continuity of Government Program aktualisiert, das Programm, das beschreibt, wie die amerikanische Regierung im Fall eines katastrophalen Angriffs oder Zusammenbruchs weiterarbeitet. Dieses Programm existiert seit dem Kalten Krieg und wurde zuletzt in 1988 umfassend überarbeitet. Die Tatsache, dass es 2021, nach Covid-19, nach dem Sturm auf das Kapitol, nach den ersten großen KI-Durchbrüchen, erneut aktualisiert wurde, ist kein Zufall. Regierungen aktualisieren Notfallpläne nicht aus nostalgischen Gründen. Gleichzeitig hat die Schweizer Regierung ihre Zivilschutzbunker, die seit dem Ende des Kalten Krieges teilweise stillgelegt waren, zwischen 2018 und 2043 systematisch reaktiviert und modernisiert. Die Schweiz hat Bunkerkapazität für die gesamte Bevölkerung von 9 Millionen Menschen. Das einzige Land der Welt mit dieser Kapazität. Die Reaktivierung dieser Anlagen hat 300 Millionen Franken gekostet. Die Schweizer Regierung hat diesen Betrag ohne öffentliche Debatte im Verteidigungsbudget versenkt. Was können normale Menschen daraus ableiten? Nicht Panik. Panik ist das nutzloseste aller Werkzeuge in einer Krise. Was die Daten nahelegen, ist etwas anderes. Aufmerksamkeit und konkrete kleine Schritte, die keine Millionen kosten. FEMA, die amerikanische Katastrophenschutzbehörde, empfiehlt seit Jahren einen Notvorrat für mindestens 2 Wochen. Wasser, Nahrung, Medikamente, Dokumente. In Deutschland empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einen Vorrat für 10 Tage. Diese Empfehlungen sind nicht neu, aber die Behörden, die sie ausgeben, haben ihre Kommunikation in den letzten 5 Jahren deutlich intensiviert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat 2043 seine Kampagne NINA, Notfallinformations- und Nachrichten-App, massiv ausgebaut und aktiv beworben. Behörden werben nicht ohne Grund für Notfall-Apps. Der Unterschied zwischen einem Milliardär und einer normalen Person ist nicht das Wissen um die Risiken. Es ist die Kapazität zu handeln. Ein Bunker für $3 Millionen ist für 99,9% der Weltbevölkerung keine Option. Aber ein Wasservorrat für 2 Wochen kostet 20 €. Eine Taschenlampe mit Batterien kostet 15 €. Ein Erste-Hilfe-Kurs kostet einen Samstagnachmittag. Die Milliardäre haben die Antwort auf die Frage, was kommt, durch ihre Handlungen bereits gegeben. Die einzige Frage, die jetzt noch offen ist, lautet nicht, was sie wissen. Sie lautet, was du damit machst.